sagen Susan Ashcrofts Todesfantasien. Wir haben das letzte Mal aufgehört in einer verstörenden Situation. Aufs Licht zurennen, stinkend, schwitzend, aus riesigen Wunden blutend. Und genau da steigen wir jetzt wieder direkt ein. Episode 2. Und gleichzeitig Chapter 2. Second First Breath. Zweiter Yes, I do Atemzug. enjoy fine art. Thank you for noticing. There's a certain raw beauty to it that modern painters often fail to recreate. I always wanted to be an artist myself, but it'll be a long time before I can call myself that. I often say that patients are my canvas, but my job is more about restoration, obviously. I look at the damaged human minds and bring them back to their former beauty. I'm sorry, I'm probably boring you. No, it's not that. It's just... It's been a difficult couple of days. I'd really like to go home. Of course, and go home you will. As soon as we've done this little assessment, okay? You probably know how it works. I've read in your file you used to be a nurse. Yes, I know very well how it works. You want to check if I'm nuts. Well, I wouldn't use that expression, obviously. But yes, we have to make sure you're safe and figure out how to help you. Also, as a nurse yourself, you know there's always paperwork involved. These forms won't fill themselves. Honestly, Susan, you have nothing to worry about. This is just a formality. I could tell straight away that you are not nuts. Fine. What would you like to know? I will answer all your questions. Then I'll go home, take a long shower, and catch up on sleep. Wonderful. Let's see then. Where do we begin? Das ist jetzt eine Konversation mit einem Psychologen, höchstwahrscheinlich im Krankenhaus. She's awake, Doctor. Good evening. Drum geht einzuschätzen, It's ob good to sie see you awake at last. geistig stabil ist oder nicht. Das ist You're in the Cedar Lake und Hospital. so wird die ganze Sache. My name is Andrew. I'm one of the doctors. Would you confirm your name for me, please? Susan Ashworth. Susan Ashworth. Hello, Mrs. Ashworth. Durch die Sau- I'm glad to see you're all right. You're on the ward now. Your condition is stable. I can see your brain functions just fine and there's no permanent damage of any sort. We've checked your internal organs and they're fine too. You're a very lucky lady, Susan. You might experience extreme tiredness and lethargy for a couple of days, but that should soon pass. I would advise plenty of rest now. The nurses on this ward will take it from here. Please let them know if you need anything. Ja, genau. Take care, Mrs. Ashworth. Schickt's die Depressiven ins Bett. Please, don't try to speak. What did you say? Don't worry, Mrs. Ashworth. Your arm is fine. No, no, no. There was nothing wrong with your arm, darling. Now calm down. Ja, ja. Would you like me to get you some water? Let me get you a drink. I'll be back in a second. Ja, geh weg.
I'm sorry, Susan. Did I wake you? I have to take your blood pressure. 2 seconds and I'm gone. My name is Liz, by the way. I'm sorry. I know this isn't very nice. Believe me, I hate waking people up just for this. But being a nuisance is part of my stupid job, unfortunately. Oof, I hate this place. Tell you what, Susan. Can I call you Susan? So anyway, I shouldn't say it, but you know I'm going to anyway. You are so lucky. It's crazy. You doing what you'd done, and her walking in, seeing what she saw. That was a chance. 1 in a million. I'm not making any sense again, am I? I'm tired. They're working us to death here, you know. Modern day slavery. One day I'll tell them what I really think. I swear I will. And here it is. You've got the blood pressure of an 18-year-old. Just wanted to say you're lucky, I think. And that I hope you've changed your mind about some things. Got to go, but I'll see you later. You take care, sweetheart, yeah? Ja, du sülzt ganz schön viel, Liz. Das macht dich verdächtig. Bist du ein Parasit? Musik aus. Oh. Was ist das? Operationslampe. Bad dream? Sie fragt jetzt, ob es schlecht geträumt hat. Und die Antwortmöglichkeiten sind no, just a dream like any other. Oder yeah, a really bad one, aber ignorieren. Und ich weiß nicht, warum wir lügen sollten. Yeah, a really bad one. I knew it. I could see as soon as I came in the room that you were having a nightmare. I guess I shouldn't have woken you up. What was it about? Und die Möglichkeiten sind Ehrlichkeit, I was burnt alive. I can't remember. Und it's none of your business. Wir werden wieder mit der Wahrheit weitermachen. I was burnt alive. Actually, it reminds me of something that happened the other day. There was this woman on the emergency unit, and she really wanted to smoke, you know? But they wouldn't let her, of course. She wasn't well at all, not just injured, but not right in the head. She was on 10 litres of oxygen through the face mask. She had to stay in bed, she was told. But she wouldn't listen, of course, and as soon as they'd left, she lit up a fag. The whole room went up in flames, and so did she. Das war vor ein paar Tagen in I guess you didn't really want to know that, did you? That's just me and my big gob. Typical. I never know when to shut up. Ja, Liz, du plapperst wirklich viel. What's your name again? Können wir es fragen? Oder what happened to me? Können wir es fragen. Und wie sie heißt, weiß sie noch und damit die Susan auch. Also what happened to me? What happened to me? Well, how much do you remember? I took some pills, and I fell asleep in the chair. I remember how the room kept spinning around me slowly. I felt so calm, and then, all of a sudden I was on a field of barley, oder? I woke up here and I saw you. Und jetzt wirklich ins Kalkül ziehend, dass die liest, schon ein paar Zeigen kommt. Die kommt mir echt aufdringlich freundschaftlich vor und genau davor hat die Queen of Maggots uns gewarnt. Verschweigen wir ihr das. Das braucht sie wirklich nicht wissen, dass wir uns nach dem Tod in einem Barley, was ist Barley? Rotten Gerste, so irgendwas. Ja, irgendein Getreide halt. Wenn man Getreidefeld wiederkommt. Also, I woke up here and I saw you. I woke up here and I saw you. Can you now tell me who found me and what happened? Well, your body went into a coma. You were lucky she came home and found you. I told you that before. What? Who found me? Your daughter, of course. She called an ambulance. If it wasn't for her,
You would sure be dead now, Susan. My daughter. Yes. Why? Why'd you look so pale all of a sudden? Susan? I don't have a daughter. Vet jag inte. Whoever she is, she lied. But why would she do that? How should I know? I was in a coma, apparently. So she lied. It doesn't change the fact that you owe her your life. I was fine. I didn't ask for any help. Sorry. Und dann kann man fragen, how long have I been here? Wie lange bin ich eigentlich schon da? And when will they let me go home? Und wann werden sie mich auslösen da aus dem Krankenhaus? Ist ja wie in der See. Wie lange bin ich schon da? How long have I been here? I was told you arrived at the hospital at 7 in the evening. You had a cardiac arrest in the ambulance. They had to resuscitate you. Your heart stopped beating for nearly a minute, but they managed to bring you back. You went to the intensive care unit, where they gave you a dose of antidote and pumped your stomach. As soon as your condition was stable, they brought you on this ward. It's called Dime Ward. I call it Die Ward, because all the patients who come here want to die. Ja, das It's a suicide watch unit. That's why it's so strict. You have to be careful. Nurses here are trigger happy with the sedatives. Ja, Trigger Happy Sedative Nurses. Das heißt, ein falsches Wort und sie spritzen die wieder nieder. Das ist gescheiter, wenn du die aufhängst oder aus dem Fenster stürzt oder weiß ich nicht. Mit dem Schädel so lang gegen das Waschbecken rennst, bis du hin bist. Das ist eh gescheit, When will they let me go home? Wann werden sie mich auslassen? When will they let me go home? I'm not sure. Probably not today. Maybe tomorrow. Look, I shouldn't say that, but you seem like a nice person. I feel like I should warn you. There's this doctor here. They call him Dr. X. He's a chief of psychiatry in this hospital. You won't be able to go home until he's talked to you, and he's really good at getting into your head. You know what I'm saying? He will ask you a lot of tricky questions. But he's a really great guy. You should trust him. Brainfuckt die auf und an, aber er ist trotzdem ein extrem lieber Kerl, der Dr. X. Also, du wirst ihn gern haben und kannst ihm vertrauen. Und da können wir einhaken und nachfragen, tell me more about this Dr. X, also dazu mal mehr über diesen Dr. X. Did you see this daughter of mine? Hast du eigentlich diese Tochter von mir, diese angebliche, gesehen? Tell me something more about yourself, um Gottes Willen, nein. Erzähl mir bloß nicht mehr über dich. Und I'm tired, let me sleep now. Bei mir jetzt geh weg. Also ich würde schon gern wissen, wer sie da als meine Tochter ausgibt. Did you see this daughter of mine? No, sorry, Susan. Apparently she came in the ambulance with you, but then she remembered something and had to go. I think someone mentioned she went in quite a hurry. Of course she did. She was worried I'd ask her what she was doing in my flat. Saving your life? Do I really have to give her a benefit of the doubt just because of that? One would assume so. That girl is a hero. Maybe real heroes always leave before their identity is Gott revealed. sind's dir noch. Or she was a burglar, attempting to steal from me. Burgerbraten. That's a possibility too. Have you got anything very precious in your flat? Maybe. Das wissen. Ja, maybe, ja. So, jetzt kann man noch mal in Richtung Dr. X fratscheln, über die Liz fratscheln oder einfach nur sagen, I'm tired, let me sleep now, lass mich bitte schlafen. Bei mir. I'm tired. Let me sleep now. Fine. I'll see you again. Be careful who you trust here, Susan. They will be watching you. How do I know you're not one of them? You don't. But do I really look like a bad person to you? I don't know. Maybe not. I'll see you tonight. Maybe not. Remember what I said. Dreams are just dreams. But when they turn into nightmares, it's good to have someone there to pinch your arm and wake you up. Right? Komisch, du hast das nicht gesagt, Liz. Das sagst du jetzt zum ersten Mal. Ja, We'll start with a little chat about your childhood.
I want you to be as honest as possible. It's important if we want to get to the bottom of your problem. Count to 10 and tell me when you're ready, Susan. Warum muss ich bis 10 zählen? Das ist ja keine Hypnose, oder? Na gut, This isn't all about whether you're nuts or not, like we said before. It's about finding what has caused how you're feeling now and creating a working solution. In order to achieve that, I need to get to know you better. Can we talk about your childhood first? Your parents. When you're a child, your life revolves around them. What was your father like? Did you have a good relationship with him? Ich habe keine Ahnung, aber die Möglichkeiten sind, yeah, I had a great dad, ja, ich habe einen echt spitzenmäßigen Vater gehabt. No, he wasn't a good father to me, na, also guter Vater war er keiner. I was brought up without a father, ich bin ohne Vater aufgewachsen. Ja, weiß ich nicht. Ja, I had a great dad, ja, ich habe einen tollen Vati gehabt, warum nicht? Yeah, I had a great dad. I have very fond memories of my father. He was always there for me, no matter what I did. He never got angry or upset. I suppose I never really gave him any reasons to be. I was a good child. Not perfect. But then again, no one's perfect. Whatever made me try to kill myself, it definitely has nothing to do with him. Where is he now? He died 6 years ago. Cancer. Big C. Do you miss him? Of course I miss him. How can you even ask me that? It's my job to ask these questions, Susan. Let's talk about your mother now. What was she like? Would you care to tell me about her? Mommy, I had a wonderful mom. Ich habe eine großartige Mom gehabt. She was a horrible mother. Sie war ganz schlimme Mutter. I lost her when I was still a child. Und wir machen das gleich wie beim Vati. Gibt keinen Grund, warum wir nicht ein gesundes Elternhaus hätten haben sollen. I can't complain. My mum was great. She brought me up well. Me and her, we were like best friends. Like soulmates. We did everything together. She passed away 7 years ago. When Dad first got diagnosed with cancer, it was too much for her. He kept pretending he was fine, but she just couldn't take it. Her heart gave up. She died quickly. My father kept fighting it. Another 8 months of illness and intensive chemo finally beat him though. He thought he was unbeatable, but he wasn't. Okay, I'm beginning to get a better picture. That's enough about your parents for now. Let's take 2 minutes and we will talk about something else. I need to get out of this place. I hate hospitals. Besides, I really want to go home and forget all about this. Naja, sie war mal ein Nurse und deswegen hast du natürlich Spitäler, weil Arbeitsplätze und so. Ja, was ist denn das? Das Armband. Können wir uns anschauen. It's a clip-on hospital wristband. Das ist also so ein Klick-Ding, was du im Krankenhaus ums Handgelenk geschnallt kriegst. It's got my name, date of birth and hospital number. Das hat ein Geburtsdatum und die Krankenhausnummer drauf. Give. There's no one here could give it to. Okay. Use. How can this help me escape from this horrible place? Die will abhauen? Aus dem Krankenhaus ist das... Achso, naja, okay, gut. Wir sind jetzt der Engel des Todes und so, also was so ist. The needles are stuck at 10:08. Die Zeiger stecken bei 8 nach 10. It's probably broken, or maybe it just needs new batteries. Entweder hier, oder es braucht neue Batterien, das ist natürlich eine große Erkenntnis. Gloves rack. Examine.
It's full of latex gloves, 3 different sizes, also Latex-Handschuhe, 3 verschiedene Größen. Na, dann nehmen wir uns da was mit. Und zwar viele. Keine Ahnung warum, aber so macht man das halt bei Point and Click. Was gibt's da sonst noch? Bed. Na. Examine. Just looking at this pillow makes me wonder how many people have died with their heads on it. I'm sure it's been washed many times since then, but it still sends a chill down my spine. Und die gute Susan fragt sich natürlich angesichts eines Polsters, wie viele Leute auf dem Ding schon gestorben sind. Ne? Und naja klar, er ist oft gewaschen worden, aber trotzdem, und der Gedanke da lässt sich kalt über den Buckel rennen. Come to think about it, I nearly died here myself. Und wenn man darüber nachdenkt, ich bin ja auch fast da gestorben. Wait, I did die for a moment, didn't I? Moment, ich bin gestorben, Sekunden lang, oder nicht? Naja, und dann schauen wir da drunter. There's nothing interesting under the pillow, da ist nichts Interessantes drunter. Aber wir haben Handschuhe und die Handschuhe können wir uns anschauen. A bunch of rubber gloves, ein Haufen Gummihandschuhe. Use. I have no idea how to use them here. Keine Ahnung, was ich jetzt da damit tun soll. Ja, da hat die gute Susan völlig recht. Ich habe auch keine Ahnung, warum sie es mitnimmt, aber okay. Oh, stopp. Sink. Das Waschbecken kann man sich auch noch anschauen. Turn cold water on, turn hot water on, turn tap off. Kommt man sich Wasserpumpen bauen. Aber warum sollte man das tun? Ja, ganz toll. Funktioniert. It's a list of drugs for patient in Syndrome 2. It's a list of drugs for patient in Syndrome 2. Listen für also Medikamentenlisten für einen Patienten in Syndrome 2. Ist das nicht easy? I guess it's me then. Ja. I'm on a lot of sedatives, it appears. Ich habe offensichtlich einen Haufen sedativer Intus. The stuff they are giving me could knock out a horse and give it a headache for a week. Das zeigt, dass die mir geben kann, ein Pferd umhauen und bewirken, dass dieses Rost dann eine Woche lang Kopfweh hat. It could also cause hallucinations and paranoia. Kann außerdem Halluzinationen und Paranoia generieren. How bizarre. Why would they want to give me all that? So, warum geben wir das ganze Zeugs? I'm not crazy, I know that for sure. Ich bin nicht wahnsinnig, das weiß ich ganz genau. If anyone's crazy here, it's someone who put me on all this medication for no good medical reasons. Wenn da irgendwer spinnt, ist sie überzeugt, dann derjenige, der sie auf die ganze Medikation gesetzt hat und also einen guten Grund dazu gehabt hat. Ja, naja, spiegelt selbst die Aussagen oder die Gedanken spiegeln schon gewisse Paranoia wieder, also so weit hergeholt. Ja. Außerdem, wer sie 50 Schlaftabletten gibt, geistige Stabilität und so, na ich weiß ja nicht. Flowers. A bunch of chrysanthemums. Chrysanthemen, a bunch of chrysanthemums. I hate flowers. Ich mag die Frau. No way I'm taking them. Mit no reasons on it. I don't like flowers, especially chrysanthemums. Ich mag keine Blumen und schon gar nicht Chrysanthemen. Aber da riechen wir wohl dürfen. I don't like flowers, I really don't care what they smell like. Ich mag keine Blumen, das ist mir vollkommen wurscht. Ja, Susan, du bist mir sympathisch. Examine. Side room 2, they must be keeping another suicide nutcase in there. Side room 2, die haben da ja mehrere so suizidale Wahnsinnige. Schauen wir rein. Da kommt man aber Gloves, ne?
Aber warum? The needles are stuck at 11.40. Die Zeiger stecken bei 11.40. Wieso stecken die Uhren da überall? Are all clocks broken in this hospital? Sind alle Uhren in dem Spital kaputt? Bed. Lie down. Nein. Pillow. Examine. Dirty looking pillow. Dreckiger Kopfpolster. There's nothing interesting under the pillow. There's nichts von Interesse unter dem Polster. Das ist vielleicht der Raum, wo die Patientin verbrennt ist, aber dafür schon relativ frisch aus dem Hintergrund das Sauerstoffgerät, das Plakative. Und Sink, schauen wir, ob es funktioniert. Wunderbar. Ganz großartig. It's a list of drugs for patient inside room 1 and some notes. According to this, her name is Anne Burton, 35 years of age. She's taken lots of sedatives and has a long history of drug abuse. It seems that on top of it all, she's taking methadone for heroin withdrawal syndrome. At the bottom of the page there's a note saying she's actually a private patient who's staying here out of her own free will. Lucky lady. I guess it won't be so easy for me to leave the ward. Also da drin ist eine Drogensüchtige, die neben starker Sedativer Methadon zum Heroinentzug kriegt und außerdem ist sie Privatpatientin, die freiwillig da sind. Das findet die Frau Susan glücklich. Also findet, dass die Tante Glück hat. Ich weiß nicht glücklich warum sie das findet. It's a toilet door. Claudia. Annie. There's someone inside. Hello? I guess I should wait my turn. Das wird die Frau wie? Burton? Bennett? Schon vergessen. Ist ja egal. Oder in Blau. Das ist die Liz, die da kommt? Na, hoffentlich nicht. I bet she thinks those red rimmed glasses make her look attractive. I know her kind all so well. Completely dedicated to her job, yet totally brainless and closed-minded. Die Brühen, die sie aufhat, die mit dem roten Rahmen, sie meint wahrscheinlich, das macht sie attraktiv, aber ich kenne die Art vielleicht gut. Ein hingebungsvollen Job und trotzdem vollkommen hirnlos und verblödet. Na, da reden wir mal nicht damit. Interessant. Discharge letter. It's a discharge letter from Anne Burton, currently a patient inside room 1. It seems she has admitted herself into hospital and is allowed to leave whenever she wishes. Please do not touch these. They are all confidential documents. Yeah? Well, maybe you shouldn't leave them out on the desk for everyone to see. If you are looking for something to read, we have some magazines for patients here. Thanks, but I think I'll pass. Also die Nurse muss weg. Deswegen reden wir jetzt mit ihr. I'd like to go home now. Das ist ein bisschen blunt. Bisschen geradeaus. Can I make a phone call, please? Kann ich bitte wen anrufen? I feel much better now. Can you please discharge me? Ich bin schon viel besser. Kann ich bitte entlassen? Is Liz here? Oh, bitte nicht. Phone call. Can I make a phone call, please? Oh, yes, of course. But the phone's being used at the moment. Can you please come back in 5 minutes? Thanks. Telefon ist gerade besetzt. Bitte müssen Sie nicht wiederkommen. Okay. Irgendwelche Folders. These must be patient files. They are piled up on the desk. Die sind am Tisch aufgestapelt. Ja, großartig. Please do not touch these. They are all confidential documents. I was only going to tidy up. I'm sorry. Are you one of the housekeepers? Why did you dress up as a patient? I just can't stand mess, that's all. And there's no need to be sarcastic.
Who's being sarcastic? Ja, nette Person. Nett. Ups. Huch. Das ist Security und die Möglichkeiten sind excuse me, where's the exit? Oder let me through, I'm going home. Entschuldigung, wo ist denn der Ausgang? Oder lass mich durchgehen heim. Wird beides nicht funktionieren, aber noch ein Exit kann man sich halt zumindest erkunden. Excuse me, where's the exit? It's just down the corridor, ma'am. Thanks. I'll be on my way then. Can I see the discharge letter first? A discharge letter? What for? Some of our patients are under observation and aren't allowed out of the ward. For their own safety, of course. It sounds like we're prisoners here. It's for the patient's safety, ma'am. If you haven't been discharged by the doctors, I'm afraid I can't let you through. May I ask what your name is? My name is Susan Ashworth. Can I go now? Mein Name ist Susan Ashworth und jetzt begehen. My name is Mary Smith. Let me through, please. Mein Name is Mary Smith. Lasst mich durch. Just let me go. Asshole. Lass mich einfach gehen, Wichser. I'll come back later. Ich komm nachher wieder. I'll Okay. come back later. Please do, ma'am. We'll be right here. Sehr höflich, sehr höflich. Sorry, ma'am, can't let you through. We'll need to see a discharge letter from your doctor first. Aber halt ein bisschen... Right. Bisschen, It seems that a knapp discharge müssen. letter is the only ticket out of here. Naja, das habe ich vorher auch schon kapiert, Susan. Nur, was das für Krankenhaus, wo die Leute ohne Discharge Letter von kahlköpfigen Schlägertypen am Ausreisen, am Auschecken gehindert werden. Sowas gibt's in Großbritannien nicht und sowas gibt's bei uns nicht. Und das bei den Amis gibt's wahrscheinlich schon. Nur, wir sind da lange nicht im Army-Land. So, wer kommt da raus? Ah, das ist die Drogenmaus. This must be the patient from side room 2. God, doesn't she look confused? Muss die Patientin aus dem Side Room 2 sein und meine Güte, schaut die verwirrt aus. Hallo? Another suicidal patient. Weitere suizidgefährdete Patientin. Strange. She looks like someone I know. Komisch, sie schaut aus wie irgendwer, den ich kenne. Queen of Maggots? No. Hi. Are you alright? Can we talk for a minute? I can't talk. Please, just leave me alone. Oh, I Wieder mean you no furchtbare harm. Sprachqualität. I'm trapped here, just like you. Trapped? I don't know. It's just so hard to think without it. But you're a stranger. And you're not one of those lovely nurses either. They look after me so well. I trust the nurses like I trusted my mother. I just want to talk. I need your help. Unless it's Mother who sent you. Was it her? Please tell me it was her. Yeah, sure. I'm a good friend of your mother. I miss her so much. I can't remember you very well. But you should know this. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. Yeah, sure I do. Now, let me ask you. What is it? Oh, well... What is my mother's name? John, Mary, Elizabeth, Mandy, Sarah, Alice, I don't know. Ann Burton. Warum ist Ann Burton ganz unten mit Nachnamen? Was ist das für ein... Ann Burton. No, that's my name. You don't know my mother, you little liar. Gott, Leave me das ist alone. so schlecht. Please, just leave me alone. Das ist die Sprachausgabe, die Aufnahmequalität. Ja, okay, dann müssen wir außerfinden, wie die Mami heißt und dann wird das was. Ne? Schauen wir mal im Drag Chart. Ah, vielleicht... Heroin withdrawal, bla bla bla. Na. Drinnen vielleicht noch was? Nö.
zurück. Na, das sinnlos, die bleibt dort stehen oder was? Das ist das Eingang. Vielleicht hat sie sich ja an die Klowand gekotzt. Ich will da rein. It looks like it hasn't been emptied for a while. There were lots of discarded medication pots in there, among other gross stuff. Also, Pause besuchen. Search. I'll take one of these medication pots. And a note. Read. Please stop writing messages on the mirror. While we are currently experiencing difficulties maintaining high level of cleanliness due to sudden absence of our cleaning staff, we ask all patients to be considerate and help us keep the ward tidy. Und die Note da an der Wand sagt, weil gerade unser Reinigungspersonal verschwunden ist, fordern wir die Patienten auf, zu versuchen, die Abteilung da sauber zu halten. Mirror examine. Can't look at myself. Wie kann man das immer anschauen? The mirror is cracked, a large shard of glass is lying on the side. Der Spiegel ist gesprungen und der große Glasscherben liegt daneben. Naja, nehmen wir mal. If they find it on me, they'll think I am a complete psycho. Wenn die das bei mir finden, werden sie denken, ich bin eine Psychopathin. But it might be useful too. I risk it. Aber es könnte auch brauchbar sein. Also wir riskieren es jetzt. Ja, hat eine Chance. Das Medication Pot ist also Medizintopferl und eben die Glasschaden. Wollen wir mal anschauen. Examine. It's a disposable medication pot for pills and liquids. This is a one-way Tablettentopferl für Flüssigkeiten und Pillen. Und da geht der Glasschad. It's a very sharp piece of glass from the broken mirror. Sehr scharfes Stück gebrochenen Glases vor dem Spiegel. Was gibt's im Sink? Cold Water, Hot Water. Tap off. Nichts, was man brauchen kann. Ring Bell for Assistance. Nein, das machen wir nicht. Toilette. Look at. It's rather filthy. Sehr dreckiges Klo. Also für ein Krankenhausklo ist das ja wirklich so sehr Bahnhofsklo. Use Flush. Open Lid. Machen wir mal. Look at again, it's rather filthy. Ja, dreckig. Okay, man kann nicht reinschauen. Flaschenkammer, close lid. Und das war's dann auch schon wieder. Toilet, Bell, Sink, Note, Bin und was. Ja, interessant waren die Patientenakten von der Anne Burton. Damit man außerfand, wie die Mami heißt. So, vielleicht drehen wir es einfach noch mehr an. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. But I know it. Let me just think for a second. Alice. No, you're wrong. Leave me alone. Please, just leave me alone. Aber Alice ist doch so ein schöner Name. Alice, who the fuck is Alice? Die blöde Nurse, jetzt telefonieren. Can I make a phone call, please? Can I make a phone call, please? Oh, yes, of course. But the phone's being used at the moment. Can you please come back in 5 minutes? Thanks. Weitergehen kann ich auch nicht.
wir wieder ins eigene Zimmer. Kommt ja. Ich gebe ihr jetzt die Glasschirm. Can't think of any use for it here. Ne, ich habe gedacht, ich gebe der Wahnsinnigen die Glasscherben, dann wird sie damit aufgegriffen, es herrscht Chaos, die Nurse vom Desk fahren, muss in Einsatz rennen und ich kann gemütlich die Akten studieren, aber nein, das ist es nicht. Naja. Da ist sonst nichts. Naja, reden wir mal mit der Nurse ein bisschen länger, sagt sie. I feel much better now. Can you please discharge me? Ich fühle mich schon viel besser. Kannst du uns bitte entlassen? I feel much better now. Can you please discharge me? I'm glad to hear that. But I can't discharge you until Dr. X sees you. He should be doing his round very soon. Please return to your bed and wait for him, alright? Okay. Na, was spricht eigentlich dagegen, dass wir einfach nur drauf warten? Jetzt finde ich es wieder bescheuert, dass die Glasschirme mit hat. Ich wollte den Blumentopf verstecken, damit es nicht mitnehmen muss. Also ich konnte es aber auch bei der anderen unter dem Bett Ding sie verstecken. Nein, geht auch nicht. Nein, funktioniert auch nicht. Ja, mir fällt dazu jetzt überhaupt nichts ein. Ich gehe einfach liegen. Da, leg den nieder. Gut. So. I don't really want to sleep here. I'm not tired anyway. Aha, geht nicht einmal. Na, habe ich ihre. Gut, dann legen wir jetzt einmal die Glasscherben unter das Kopfkissen. Can't think of any use for it here. Kann man nicht vorstellen, was man damit da tun soll. Naja, wo sie recht hat, hat sie recht. Was sind die blöden Gloves? Kann man eigentlich Sachen... Ah, warte mal. Identitätswechsel. Das Bundle. Okay, das ist möglicherweise ein Lied. Die Patientenbundeln tauschen. Shall we swap our name bands? Mother always told me not to talk to strangers. I can't take it. I'm being good now. Only talk to my nurses and good friends. Ja, deswegen müssen wir gute Freunde werden. Schatzi, Putzi, Mausi, Herzi. Aber wie kriege ich die blöde Schwester weg, indem ich weiß was. Klassiker. Hehehe. Wollt wissen, was ich weiß? Klo auf, Gummihandschuhe rein, spülen, Klo überschwemmen. Dann muss die Schwester vorne aufwischen gehen. Du da. Juhu. Flush. And then we ring for assistance.
Schicht. Klo ist verstopft. Das wird hoffentlich die Schwester mit den roten Brillengläsern sein. Someone is coming. Ja, und? Steht ja nicht. Sicher die Trotschen fortfahren. Ja, eh klar. Have you rang the bell? Is there an emergency? The toilet's blocked. What? Ah, well, that's hardly an emergency. It is when you need to use it urgently, like I do. I see. Fine, I'll sort it out. Just give me a minute. Ja, ja, gern. Und in der Minuten... Ah, it's the gloves. Again! I guess I'll have to get my hands dirty since the cleaner's called in sick. Okay, und jetzt lauf. Die Schwester pümpelt. Während die Schwester im Scheißhaus pümpelt, wird vorne an der Rezeption rumgetümpelt. I think I'd rather read them. Also bist deppert, du schaust jetzt die Folder an. Nein. Normal. These must be the patient files. They're piled up on the desk. Und sie nimmt's nicht. It's a discharge letter for Ann Burton, currently patient inside room 1. It seems she has admitted herself into hospital and is allowed to leave whenever she wishes. All she'd have to do is show this letter to the security guys outside. And yes, that's exactly what I need to finally go home. Ja, super. Jetzt weiß ich noch nicht, wie die Tod schon erst. These must be patient files. Oh, bitte, der piled up on the desk. Willst du das bitte lesen? I don't really need any of these. I think I'd rather read a magazine. Bitte. Oh Gott. Deppert. This is my ticket out of here. Unfortunately, it's on Ann Burton's name. I have to somehow trick those guards into thinking I'm Ann. Yeah, swap wristbands. We actually look quite similar. Mei. Computer, kann man reinschauen. Nein. Was ausfinden, wie die Mom heißt. Gibt's ja nicht. These must be the patient files. Jo, they're piled up on the desk. Jo, und sonst tut sie nix. Und nehmen tut es auch nicht. Du musst wissen, wie die Mami heißt. Na, geh rein da bitte. Da muss doch irgendein Hinweis geben. Da drinnen. Bett. Leider. Da muss doch irgendwo ein Hinweis sein. No, ist nichts unter dem Pillow Examine. Dirty looking pillow. Nichts. Die Uhr. Glas weg. Gut, wenn wir uns wieder anschauen. Sink. Sind sie einfach auf. So right now. Ja, das ist mir auch klar. Wie komm ich nur an Mutter ran, du da. Ihr könnt sie mit der Glasschirm bedrohen, bis sie zurückgibt, sagt sie. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. But I know it. Let me just think for a Die sind second. so verwirrt, dass man einfach alle durchgeht. Sarah. Sarah. No. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. But I know it. Let me just think for a second. Sarah, doch Mandy. Mandy. No, you're wrong. Leave me alone. Please, just leave me alone. Schauen wir mal, wie lange das Spielchen spielen kann. If you really are a friend, you will know my mother's name. Heroin macht die The Wunde name that schon haunts recht. me. A beautiful name. Wir kriegen die But I Chance, know keine it. Angst. Let me just think for a second. Elizabeth. Elizabeth. No, you're wrong. Leave me alone.
Please, just leave me alone. Gott, Sprachfehler auch noch. Nein, nicht Luke jetzt. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. But I know it. Meine Güte, Let dann me hat er so just schlecht think for a gesprochen. second. Mary? No, you're wrong. Leave me alone. Gott, Please, just leave me alone. Ja, würde ja gern machen, aber Spiel lassen. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. But I know it. Let me just think for a second. Joan? No, you're wrong. Bäh, Leave me alone. Please, just leave me alone. die Stimme von der und die Intonation von der bereiten mir Übelkeit. Ja, wo soll ich denn das herkriegen, bitte? Ja, das hat alles wenig Sinn. Dann gib mir die Scheren. Muss ich auch nicht. How can this help me escape from this horrible place? Got it. Überhaupt nicht, Frau Ashcroft. Shall we swap our name bands? Mother always told me not to talk to strangers. I can't take it. I'm being good now. Only talk to my nurses and good friends. Only talk to my nurses. Wie kommen wir über die Nurse an? It wasn't you who did it, was it? I don't know what you're talking about. Someone just stuck a bunch of... Well, I guess it doesn't matter. It's sorted now. I just hope it's the last time I've put my hands in that stinking toilet. Tendel, das ist ein Krankenhaus, da darf's kein Stinking Toilet geben. Unglaublich. Jojo, britische Zustände. It looks like it hasn't been emptied for a while. There were lots of discarded medication pots in there, among other gross stuff. How much it cost? 6. I've already got one. Nur wir konnten Folgendes probieren. I can't look at myself looking at. Und dann... Ja. Wir auffüllen mit Wasser. Wirklich mit Wasser. Habe ich keine Handschrift mehr? Gut, jetzt probieren wir mal was... Ich weiß nicht, ob das gescheit ist. Ich meine, möglicherweise ist das halt wieder mal so Point-and-Click-Mechanik, so eine fehlerhafte und idiotieanfällige, dass man, obwohl es eigentlich schwachsinnig wäre und überhaupt keinen Sinn ergibt, zu den Guards fahren geht und das mal ausprobiert mit dem Discharge-Letter, mit dem von der Anne Burton. In Wirklichkeit wird das natürlich dann das Ende der Option bedeuten, aber schauen wir mal. Yeah. Sorry, Mom, can't let you through. We'll need to see a discharge letter from your doctor first. Here. Are you happy now? Yes, that seems fine. Can I just check your name band to confirm that you are indeed Anne Burton? Oh, right. Name band.
I think I left it in my room. I'll go and get it, shall I? Na klar, haben wir noch mal Schwein gehabt, ne? Please do not touch these. They are all confidential documents. I was only going to tidy up. I'm sorry, are you one of the housekeepers? Why did you dress up as a patient? I just can't stand mess, that's all. And there's no need to be sarcastic. Who's being sarcastic? Wenn jetzt das davor ist, dass ich noch einmal mit den Handschuhen noch einmal das Klo oder das Waschbecken oder sonst irgendwas verstopfen muss, dann sage ich, liebe Cat Lady, thou suckest. Weil Story-Idee hin oder her, das ist jetzt im Moment reduziert auf ein mittelmäßiges Point-and-Click mit unterdurchschnittlich, wirklich unterdurchschnittlicher Optik. Okay, wo wir mit dem Sync? Na, warte mal, so nicht. Wir können noch das Scheißhaus verstopfen. I've already got what I wanted, I don't have to do that again. Ich habe ja schon was ich wollte, das brauche ich noch mit da. Ja, schaut und was du jetzt. Mirror, mirror on the wall. Vielleicht bauen wir wieder zusammen. Can't think of any use for it here. Vielleicht die Note. Die Note überschneiden. Na, auch nicht. Ich würde gern Chrysanthemen pflückern. Weil vielleicht mag ja die komische Wahnsinnige da hinten Chrysanthemen. Can't think of any use for his hair. Da soll sich noch jemand auskennen. Na. Was tun mit dem blöden Medication Pot? Ah, warte mal. Auch wieder die Schwester nerven. Hey Schwester, meine Medizin ist alle. Oh, there's no one here who'd want to take it. Blöd. Entschuldigung. Na, also, na. Vielleicht gebe ich ihr die Gloves. Die Motto, hey, schau, was ich gefunden habe. Oder wahnsinnig. Bunch of rubber gloves. They're quite heavy, actually. Heavy? They're quite heavy, actually. Bitte?
If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. But I know it. Let me just think for a second. Ja, naja, das haben wir alles schon durchgespielt. I don't know. I don't know. No, of course you don't. Leave me alone. Please, just leave me alone. Tschüss. I don't think she'd want an empty medication pot. Ja, und vorhin habe ich aber nicht, was sie machen. Alter. It's a list of drugs for patient in aside room 2. Das bin ich. I guess that's me then. I'm on a lot of sedatives, it appears. The stuff they're giving me could knock out a horse and give it a headache for a week too. Ja, haben wir schon gelesen. It could also cause hallucinations and paranoia. How bizarre. Why would they want to give me all that? Okay, I'm not crazy, I know that for sure. If anyone's crazy here, it's someone who put me on all this medication for no good medical reason. Ja, da brat mir doch einer mehrere Stärke. It's a list of drugs for patients inside room 1 and some notes. According to this, her name is Anne Burton, 35 years of age. She's taken lots of sedatives and has a long history of drug abuse. It seems that on top of it all, she's taking methadone for heroin withdrawal syndrome. At the bottom of the page there's a note saying she's actually a private patient who's staying here out of her own free will. Lucky lady, I guess it won't be so easy for me to leave this ward. Jederzeit außerdem. Ja, aber das hilft mir alles nicht weiter. Gut, da drin habe ich Gloves, take gloves. I've got enough gloves in my pocket. There's no need to take more. Jetzt stopfen wir der Tante da Gloves ins Rohr. Nö. This is my ticket out of here. Unfortunately it's on Anne Burton's name. I have to somehow trick those guards into thinking I'm Anne. Would you actually look quite similar? Ja, das ist mir auch klar. Das Bett aufschlitzen. Naja, das Bett gludelt. Warte mal, ich führe mal die Handschuhe. Nicht. Sink. So. Diesmal Hot Water. Und dann führe ich das in die Gloves. I have no idea how to use them here. Good job. Ich würde gern... Look under. There's nothing interesting on the pillow. Ich würde ihr ja gern die Glasscherben unterjubeln. Oder das unterjubeln. Wer würden gern das Ding sie dann nehmen wollen? Die Schwester nehmen wir an. Hey, Schwester! Okay, fragen wir uns nach der Liz. Ja, Frontfrau. Can I make a phone call, please? Oh, yes, of course, but the phone's being used at the moment. Can you please come back in 5 minutes? Thanks. Du Dirndl, gehst mir jetzt echt am Sack. Is Liz here?
And who's Liz? That young nurse who was here last night. Black hair, very chatty. She said her name was Liz. I'm sorry. A lot of people come through here. I can't remember everyone's name. Can you return to your bed now, please? It's nearly time for your medication. I can't be chasing around after every single patient. Beg your pardon? Look, I'm very busy at the moment. I'll come and talk to you in a minute, all right? Ja, seltsam, dass du die Lesen nicht kennst. Das ist wirklich seltsam. Gut, dann warten wir halt, bis der Doktor kommt. I don't really want to sleep here, I'm not tired anyways. Ich bin gar nicht müde. Na, meinte. Also, warte, noch einmal meine Pille. So, Entschuldigung, so jetzt. Na. Ach, Gottchen. Healing geht nicht. Nochmal aufs Klo gehen bringt nichts eigentlich. Was ist denn mit dem blöden Spielgeschirrl? Please stop writing messages on the mirror while we are currently experiencing difficulties maintaining high level of cleanliness due to sudden absence of our cleaning staff. We ask all patients to be considerate and help us keep the ward tidy. Yo, can't look at myself. Mir sagt er dazu nicht. Think around hot water. Dann stopft mal die... Ach Gott, diese Tasse. Ja, wie so oft in so Point-and-Click-Adventures sage ich, keine Ahnung. Aber das ist mittlerweile, also zumindest noch Satin aufs Ketten, ja wirklich nichts mehr Neues für euch. Vielleicht so kann es von hinten einfach ausstechen. Gurgel durchschneiden. Yes. Negativ. Will ich einfach geben. Yes. How can this help me escape from this horrible place? Give. Shall we swap our name bands? Mother always told me not to talk to strangers. I can't take it. I'm being good now. Only talk to my nurses and good friends. Die Flowers, diese Blumen. Pills and Liquids. Ja, ich hab keine Liquids. Wie viele Liquids? Ich hab keine Liquids. Da ist na. Entschuldigung. Ja, das ist langweilig. I bet she thinks those red rim glasses make her look attractive.
I know her kind ought to work completely dedicated to a job, yet totally brainless and close-minded. Nurse! Wenn er die angreift, dann schläft sie wieder mit mir. Aber da ist sonst nichts. Can I make a phone call, please? Oh, yes, of course, but the phone's being used at the moment. Can you please come back in 5 minutes? Thanks. Ja, aber ich bin doch die ganze Zeit schon unterwegs da in dem blöden Enter. Clock. Jetzt machen wir die Uhr mit der Glasschale auf. Use. Seven. It's a very sharp piece of glass from the broken mirror. Na, der totale Genanfall. Entschuldigung. Wir schieben hier einfach die Glasschale ins Bett. Nein, tun wir nicht. Dann die Gloves. Nein, tun wir auch nicht. Pillow, wieso ist Pillow so dreckig von dir? Das weiß kein Mensch nicht. Na, ich kann nicht schmeißen. I'm not sleeping in someone else's bed. Und damit hast du eigentlich völlig recht. Ich glaube, jetzt federt's mir her. Der Wahnsinn. Das Spiel reißt mir jetzt gerade so richtig vom Hocker, ja, aber in Richtung Hapfen. Die blöden. I don't like flowers. I really don't care what they smell like. Examine. A bunch of chrysanthemums. Keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung, wie man Chrysanthemen auf Englisch ausspricht. Da hilft Flowers. Warte mal, vielleicht kann man ja. Na. Bing, boom. Jetzt werden wir einfach mal, ich leg ihr jetzt einfach meine Hand, meine Band und das Kopfkissen. Na. Und vielleicht ins Bett. Doof. This is my ticket out of here. Unfortunately, it's on Anne Britton's name. I have to somehow trick those guards into thinking I am Anne. We actually look quite similar. Ja. Aber das war's dann auch schon wieder. Muss sein schon. Entschuldigung, das Gähnen lässt mich immer aus jetzt. Naja gut, wir widerspare ich jetzt das weitere Gesuche, das dauert eh schon lang genug. Ich werde das jetzt off-Record probieren und dann mit der nächsten Folge einsteigen, wenn das Problem da gelöst ist. Und ja, dann melde ich mich wieder und hoffe, dass ihr mir zuschaut.
beim sinnlos durch die Krankenhausgänge hin und her stapfen. Ja gut, euer Erfolgserlebnis war dabei in der Folge. Und das ist so ein 0815 Point-and-Click-Erfolgserlebnis, das eigentlich weh tut, die Geschichte mit die Gummihandschuhe im Klo. Aber gut, ich wünsche euch dabei schon eine Zeit und ein gutes Spiel. Vielen Dank, bis wir uns wiedersehen. Weily out.